Du willst einen Manga zeichnen, weißt aber nicht, wie es geht. Oder du willst einfach nur wissen, wie es geht. In beiden Fällen bist du hier genau richtig. Hi, ich bin Regina. Ich stecke selber gerade mitten in der Planung für meinen eigenen Manga und teile mit dir hier, was ich innerhalb der letzten Jahre gelernt habe. Dabei geht es über die erste Idee, über die Figuren, die Orte, die grobe Story bis hin zum Storyboard. In diesem Baby hier ist quasi meine komplette Teenagerzeit, was meine Zeichengeschichte angeht, drin. Unter anderem diverse Versuche, meinen eigenen Manga zu zeichnen. Und die zeige ich euch jetzt. Meine Sailor Moon Adaption hatte sogar schon das erste Kapitel, was fertig war. Allerdings ging es danach niemals weiter. Warum? Weil ich mir niemals am Anfang darüber einen Kopf gemacht habe, wie die Geschichte eigentlich weitergehen soll. Was ist der rote Faden? Was soll überhaupt passieren? Und genau das war eigentlich fast immer der Fehler. Und abgesehen von der Sailor Moon Adaption hatte ich eigentlich immer dann einen neuen Manga angefangen, wenn ich gerade einen neuen Lieblingsanime hatte. Hier haben wir Pokémon. Hier haben wir Digimon. Und hier habe ich tatsächlich schon mal angefangen, einen Magical Girl Manga zu entwickeln, selber ausgedacht mit Pferden und Elementen. Das hat mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen selber schockiert, weil den hatte ich nicht mehr im Kopf. Aber es gibt einen Manga, tatsächlich einen Versuch, der fast fertig geworden ist. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar basierte die Story auf einem Traum, den ich hatte. Das heißt, darüber musste man sich keine Gedanken mehr machen. Die war fertig. Der Anfang war fertig, der Mittelteil war fertig und das Ende war auch fertig. Die Charaktere waren alles reale Personen. Die Orte waren reale Orte. Und dass diese Geschichte kein Ende hat, liegt daran, dass ich 15 war, mir das Ende peinlich war. Und sind wir mal ehrlich, wenn man so etwas nicht aufschreibt, dann wird es niemand herausfinden und ein Geheimnis ist für immer geheim. Und was habe ich aus all den Versuchen gelernt? Ich muss wissen, wie andere das machen. Also habe ich ewig recherchiert und getestet und ich bin nun endlich soweit, der Plan steht. Der erste Teil von allem ist, glaube ich, etwas, was jedem leicht fällt. Und das ist eigentlich genau der Teil, mit dem jeder anfängt, sich sofort in die ganze Sache reinzustürzen. Und das ist die grobe Idee. Und wenn du genauso ungeduldig bist wie ich, dann machst du jedes Mal denselben Fehler, du hast die Idee und arbeitest direkt drauf los. Allerdings war ich diesmal ein bisschen geduldiger. Ich habe die grobe Idee erstmal nur aufgeschrieben und mir einige Skizzen dazu gemacht. Und diesmal bin ich auch so schlau und habe ein komplettes Skizzenbuch alleine für die Planung angelegt. Mein erster Einfall zu der groben Idee war vor ein paar Jahren übrigens nur, dass es um Magical Girls gehen soll und um Pferde. Weil ich habe nämlich nach einer Serie gesucht, die beides vereint und habe gemerkt, sowas gibt's gar nicht. Und so nach und nach habe ich dann so ein bisschen Ordnung und Licht in die ganze Sache gebracht und habe zumindest als grobe Idee festgelegt, dass sie auf einer Reitakademie starten und dann in eine Parallelwelt müssen, um das Böse zu bekämpfen und dann endgültig den Frieden wiederherzustellen. Und während der ganzen Recherchen, die ich jetzt gemacht habe, habe ich einfach jede Idee, die ich hatte, einfach erstmal grob aufgeschrieben. Mittlerweile habe ich die Hälfte davon auch wieder verworfen, weil sie am Ende doch jetzt nicht so gut war, wie ich am Anfang dachte. Alles völlig normal. Aber trotz der ganzen Einfälle, die ich hatte, habe ich es immer noch nicht geschafft gehabt, das alles so zu strukturieren, dass ich endlich anfangen kann. Und bei meinen ganzen Recherchen, wie man diese Story sinnvoll aufbauen kann und wie man überhaupt Geschichten aufschreiben kann, dass man sie überhaupt in ein Storyboard übertragen kann, da kam ich dann halt auf diesen Lehrgang als Drehbuchautorin und deswegen mache ich das Ganze überhaupt jetzt. Und mit diesem Lehrgang geht es endlich daran, Figuren und Orte zu planen. Kommen wir zum Thema Figuren. Figuren ist ein wirklich schwerer Part, muss ich ehrlich sagen. Weil das Einzige, was ich früher gemacht habe, ich habe mir ein Aussehen überlegt, so minimal, vielleicht so 3, 4 Charakterzeilen und dann war das halt meine Figur fertig.
Aber das Problem an dem Vorgehen ist, wenn man so alle Figuren versucht zu entwickeln, sind am Ende alle gleich. Und leider musste ich auch feststellen, dass es nicht ausreicht, einen Steckbrief aus dem Freundebuch für jede Figur auszufüllen. Was aber eigentlich wichtig ist, um eine Figur wirklich gut zu erschaffen, ihr wirklich viel Tiefe zu geben, ist, dass man ihre Psychologie kennt, also ihre richtige Persönlichkeit, nicht nur so Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeiten, sondern so richtig tiefgreifend, ihre Vergangenheit, ihre Eltern, ihre Freunde, Probleme, die sich eventuell aus der Vergangenheit ergeben, Träume, Wünsche, Ziele. Jeder Mensch hat ja ganz andere Dinge erlebt. Und für 2 der Figuren habe ich sogar schon eine Vorgeschichte. Beziehungsweise haben sie sogar eine gemeinsame Vorgeschichte, woraus ich so ein bisschen Konflikte und Spannungspotenzial ziehen möchte. Das hatte ich angefangen zur Übung als Manga schon mal zu machen, habe es aber wieder verworfen, weil ich denke, dass mir das zu viel Zeit nimmt und mich zu weit nach hinten mit meinem eigentlichen Plan bringt. Aber es war nicht umsonst, denn ich weiß jetzt, dass ich ihn definitiv digital mache und ich werde mich nicht damit quälen, ihn in Schwarz-Weiß zu machen. Ich werde ihn in Farbe machen. Und in dem Lehrgang, den ich jetzt gerade mache, war das Thema Figuren schon durch. Meine Lehrerin war auch sehr zufrieden mit mir, mit den 2 Figuren, die sie angefordert hatte. Und darauf aufbauend hat mittlerweile jede Hauptfigur einen wirklich, wirklich, wirklich langen Fragebogen, den ich teilweise schon ausgefüllt habe, teilweise noch ausfüllen muss. Kommen wir zu den Orten. Ja, Orte ist für mich ehrlich gesagt so ein kleines Hassthema. Denn ich habe in meiner ganzen Zeichenlaufbahn eigentlich es immer vermieden, Hintergründe zu zeichnen. Ich hasse es, Gebäude zu zeichnen, aber ich werde es tun, denn Hintergründe sind super wichtig. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass es super wichtig ist, Orte zu haben, die einfach wirklich jede Situation irgendwie so ein bisschen hinkriegen. Natürlich braucht man die allgemeinen Orte, wo halt sich irgendwie alle treffen, aber es braucht auch gruselige Orte. Es braucht geheimnisvolle Orte. Es braucht auf jeden Fall private Orte. Also ich finde es unheimlich wichtig, auch die Zimmer von den einzelnen Figuren zu machen, weil das sehr viel zum Charakter der Figur beiträgt. Weil im Gegensatz zu jemandem, der ein Buch schreibt, habe ich nicht die Möglichkeit, einen Charakter der Figur zu beschreiben. Ich muss es zeigen. Und das war eigentlich so der wichtigste Aha-Effekt in diesem Drehbuchlehrgang. Ich muss lernen, zu zeigen, wer meine Figuren sind. Ich muss lernen, zu zeigen, was da eigentlich passiert. Und wenn ich diese 2 Schritte endlich erledigt habe, kann ich anfangen, die Geschichte grob im Ablauf zu planen. Das heißt, wie viele Arcs, wo spielen diese Arcs? Was ist der rote Faden dadurch? Was ist das Finale? Und wo setze ich die Plot-Twists? Das Gute dabei ist, je genauer ich vorher geplant habe, desto leichter wird mir dieser Schritt fallen und desto schneller wird er gehen. Und um jetzt diesen Weg von dieser groben Idee bis ins Storyboard zu machen, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und ich glaube, das muss jeder für sich persönlich entscheiden, wie er da am besten vorgehen möchte. Die einen fangen einfach direkt mit dem Storyboard an, die anderen schreiben sich die Story als Fließtext runter und wer richtig viel Glück hat, hat einfach einen Schreiber. Da ich aber leider keinen Schreiber habe und feststellen musste, dass Storyboard korrigieren mir persönlich zu aufwendig ist, werde ich nach diesem Lehrgang und nachdem das ganze Vorhergehende endlich erledigt ist, ein Drehbuch schreiben. Und ich habe für mich entschieden, das mit dem Drehbuch zu machen, weil ich nicht erst beim Storyboard überlegen möchte, wie ist die Szene aufgebaut und wer ist überhaupt daran beteiligt, welche Dialoge führen sie überhaupt. Ich will das vorher einfach alles schon wissen. Ich möchte einen Plan haben. Denn für mich persönlich geht es im Storyboard eigentlich nur noch darum, die Szene ordentlich aufzubauen bzw. zu entscheiden, welche Bilder muss ich überhaupt malen. Wie soll diese ganze Seite überhaupt aussehen? Da gibt es so viel zu beachten. Sie muss optisch ansprechend sein. Der Leser muss wissen, was passiert eigentlich. Und
Vor allem darf er sich nicht auf dem Weg über diese Seite beim Lesen der Sprechblasen irgendwo verirren und sich fragen, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Was passiert dann eigentlich als nächstes? Soll ich erst das lesen oder soll ich erst das lesen? Und das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Und dann, wenn das endlich alles getan ist, erst dann kommt der spaßige Teil. Dann kann ich endlich anfangen, drauf loszuzeichnen. Und das Gute ist, wenn ich irgendwo den Halt verliere, habe ich anhand des Storyboards, des Drehbuchs, habe ich immer wieder den Punkt, wo ich exakt einsteigen kann. Und der Punkt ist, je besser man plant, desto geiler wird das Ergebnis am Ende. Und genau da will ich hin. Ich möchte das bestmöglichste Ergebnis haben für meinen eigenen Manga. Und wie du siehst, habe ich noch sehr viel Arbeit vor mir und ich werde dich auf jeden Fall am Projekt teilhaben lassen. Hast du ebenfalls vor, einen Manga zu zeichnen oder bist sogar schon mittendrin? Erzähl mir gerne, um was es geht und wie weit du schon bist. Und wenn du noch dran bist und keinen Manga zeichnest, dann schreib einfach ein Hallo in die Kommentare und ich antworte. Natürlich freue ich mich immer über jeden Like. Wenn du neu bist, abonniere gerne den Kanal und verpasse keine einzige Folge. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, no pain, no gain.